Moin Leute und willkommen zu einem vierten Teil der Ausbaureihe. In diesem Video befassen wir uns mit der Rückfahrkamera, Markise, Außensteckdose, weitere Isolierung und wie wir den PVC-Boden verlegen. Von daher viel Spaß bei diesem Video und für weitere Videos gerne abonnieren. Als Rückfahrkamera haben wir uns für einen Spiegel mit integriertem Monitor entschieden, der sowohl eine Rückfahrkamera als auch eine Frontkamera besitzt, welche als Dashcam agiert. Bedeutet, man hat jeweils eine Kamera vorne und hinten, die bei einem Unfall das Geschehen vorne und hinten aufnimmt. Zudem kann man das GPS-Modul noch anschließen und die Route tracken lassen. Den Link zu dem Artikel, also dem Monitor und der Kamera, natürlich unten in der Beschreibung. Ich muss sagen, ich bin total zufrieden mit dem ganzen Paket. Die Rück- und Frontkamera kann man sogar nebeneinander anzeigen lassen und wir haben für das ganze Set 75 € gezahlt, natürlich nicht gesponsert und ich kann das Ganze nur weiterempfehlen. Da wir im Transporter natürlich keinen Rückspiegel haben, mussten wir uns überlegen, wie wir den Spiegel allgemein montieren wollen. Somit habe ich am Computer eine Kugelkopfhalterung designt, diese auf den 3D-Drucker gelegt und ausgedruckt. Wenn euch das Thema 3D-Druck interessiert und ihr darauf Bock habt, mehr Inhalte zu sehen, dann schreibt das gerne in die Kommentare und vielleicht seht ihr beim nächsten Video ein bisschen mehr über dieses Thema. Naja, ganz so einfach Design ausdrucken und fertig geht natürlich nicht. Ich musste das Ganze zweimal noch anpassen von der Konstruktion, damit mehr Stabilität drin ist, aber hier das Endresultat. Zumindest kann jetzt jeder durch die Kugelkopfhalterung den Spiegel am Winkel anpassen, damit man nicht geblendet wird oder was auch immer. Das Ganze ist aus PETG gedruckt und nicht aus PLA. PETG hat die Eigenschaft, dass es nicht so extrem schnell schmilzt. Gerade wenn die Sonne auf die Windschutzscheibe knallt, kann das Ganze natürlich extrem heiß werden und verliert eventuell an Form. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen PETG. Ja, weiter geht's mit dem Anbringen. Wir haben hier in der Mittelkonsole ein Plastikgehäuse, welches man abnehmen kann. Dort haben wir eine Positionierung für die Bohrung rausgesucht, ohne dass wir Komponenten im Gehäuse natürlich beschädigen. Damit wir den Monitor aber dran befestigen können, haben wir uns für eine Nietmutter entschieden. Diese setzt man ein und zieht die mit einer Nietmutterzange fest. Die Nietmutter selber wird dann von innen angezogen und staucht sich von innen gegen das Plastik. Und somit hat man ein Gewinde im Plastik. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu erklären, was genau mit der Nietmutter passiert, aber ich hoffe, dass ich in den weiteren Videos irgendwann mal euch ein Beispiel zeigen kann. Während der ganzen Arbeit am Transporter hatte ich ja schon erwähnt, dass ich an meiner teilweise 3D gedruckten CNC-Fräse arbeite. Auf Instagram konnte man schon die ersten Bilder sehen. Damit die CNC-Fräse auch stabil und sicher steht, habe ich angefangen, eine Unterkonstruktion zu schweißen. Und ja, ich weiß, die einen oder anderen werden kritisieren, dass es nicht unbedingt die besten Schweißskills sind, aber es hält irgendwie. Ich habe das Schweißgerät relativ neu und habe das Ganze auch nie gelernt. Ich habe es einfach ausprobiert und irgendwie hält das ganze Metall. Von daher, ich bin zufrieden. Ja, kommen wir zu einem Thema, welches ich deutlich überschätzt habe und wovor ich eigentlich ziemlich Bammel hatte, dass irgendwas schief gehen könnte. Und zwar der Markise. Wir haben hier eine Firma-Markise, genauere Angaben unten in der Beschreibung. Für die Markise hatten wir insgesamt 3 Halterungen, wo wir Löcher anzeichnen mussten. Das Ganze bohren natürlich, danach sauber machen, so dass Sikaflex, was wir noch zusätzlich auf die Löcher geschmiert haben, noch besser hält und das Ganze mit einer Schraube und einer Mutter zusammen festgezogen haben. Und im Grunde wiederholt sich das für alle Halterungen. Wir haben hier eine spezifische Halterung für den Iveco Daily und bei dem Iveco Daily war es so, dass die hinteren Halterungen solche Befestigungsstege haben, wo man das Ganze einfach einhaken musste. Das heißt, im Gegensatz zu der ersten Halterung müssen wir nicht 4-mal bohren, sondern nur 2-mal. Und dort haben wir auch darauf geachtet, dass wir nach dem Bohren erst alles sauber machen und dann Sikaflex drauf machen. Wenn ihr vorhabt, diese Markise bei euch selber zu verbauen, dann solltet ihr euch lieber gescheite Schrauben kaufen, denn in dieser Halterung, die Schrauben sind einfach während dem Bohren abgebrochen,
trotz Vorbohren, und sowas wieder rauszubekommen ist total nervig, und von daher gescheite Metallschrauben nehmen und nicht diesen Billigquatsch von Fimmer. Ansonsten, die Markise ist hochwertig, außer die Schrauben. Was ich leider vergessen habe, ist nach dem Bohren das offene Metall zu lackieren. Natürlich ist dort Sikaflex zum Schutz, aber doppelt hält besser. Ja, und schon ist die Markise befestigt. Eigentlich kein großer Aufwand, und nach einem Tag ist das Ganze geschafft. Warum haben wir uns für diese Markise entschieden? Eigentlich ganz einfach. Wir haben keine andere Halterung für den Iveco gefunden. Ich muss aber dennoch sagen, dass wir da nichts falsch gemacht haben. Im Einsatz ist die Markise schnell ein- und ausgebaut und tut genau das, was es machen soll. Weiter geht's mit dem Landstromanschluss. Wir wollen natürlich auf dem Campingplatz unsere Batterie laden und gegebenenfalls 230 Volt Geräte anschließen können. Daher ist dieser Anschluss natürlich ein Muss, da wir keine Kabel durch die offenen Tür legen wollen. Den Anschluss haben wir hinten links positioniert, angezeichnet und alles drumherum abgeklebt. Damit man die Stichsäge mit dem Metallsägeblatt ansetzen kann, haben wir zuerst eine Bohrung gemacht. Den Ausschnitt lieber nach und nach vergrößern, da man immer wieder was wegnehmen kann, jedoch nicht dazu packen kann. Und umso weniger Spaltmaß, umso einfacher ist das Ganze abzudichten. Nachdem wir die Steckdose angehalten haben und alles passte, haben wir den Ausschnitt abgeschliffen. Danach die Klebereste entfernt und die offenen Metallstellen mit Primer und Lack vor Rost geschützt. Natürlich haben wir den Primer und den Lack ordentlich trocknen lassen. Eigentlich braucht man auch keinen Sikaflex für die Außensteckdose, aber lieber zu viel als zu wenig, bevor irgendwas da rumtropft an der Elektronik. Und dann brauchten wir nur noch die Steckdose einzusetzen und das Ganze zu verschrauben. Wir haben natürlich die Löcher vorgebohrt, jedoch keine Aufnahme davon. Nun ja, der Landstrom ist drin, die Verkabelung kommt in einer der nächsten Videos. Wir haben die Isolierung immer noch nicht ganz fertig und somit musste auch in diesem Abschnitt noch etwas gemacht werden. Die Holme wurden mit dünnen Ammerflex verklebt und die Lücken wurden mit Schafswolle gestopft. Wenn ihr nicht genau wisst, welches Ammerflex ihr nutzen solltet, dann gerne im Teil 3 nochmal nachgucken.
Natürlich dürfen hier auch die Radkästen nicht fehlen. Wir haben hier Verschnitt genommen und haben hier mehrere Kanten, die wir später noch mit irgendwelchen Reststücken überkleben werden. Hauptsache, dass das ordentlich abdichtet bzw. isoliert. Als nächstes geht es endlich mal an eine große optische Veränderung. Der Boden soll eine neue Optik bekommen. Aus der abgenutzten Siebdruckplatte soll endlich ein schöner Boden werden. Doch die Siebdruckplatten, die wir wiederverwenden, haben Aussparungen für Sicherheitshaken, die vorher im Boden verankert waren. Die müssen natürlich aufgefüllt werden. Somit haben wir mit einem Blatt Papier den Hohlraum mit einem Bleistift abgepauscht und zu Hause am PC eingescannt. Mit Fusion 360 haben wir ein 3D-Modell erstellt und das Ganze mehrfach ausgedruckt. Jetzt haben wir eine ebene Fläche, auf dem der Boden verlegt werden kann. Den Boden haben wir bei T-Docs gefunden, der war relativ günstig und unserer Meinung nach relativ schön. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr den auch genauso schön findet oder ob ihr was anderes genommen hättet. Auf jeden Fall haben wir soweit den Boden grob verlegt, um zu gucken, ob die Struktur gleichmäßig und parallel zu den Wänden steht. Und dann haben wir angefangen mit den Ausschnitten für die Radkästen. Normalerweise fängt man in einer Ecke an, aber durch die Ausschnitte der Radkästen konnten wir den Boden dann glatt auf die Fläche legen und der wurde an den Seiten nicht mehr hochgedrückt. Nachdem der Boden fertig zugeschnitten war, wurde er ganz einfach mit Doppelklebeband festgeklebt. Einfach eine Seite einrollen, Klebestreifen anbringen, Folie abziehen und Boden drauf. Ja, das war's soweit. Markise ist drauf, Landstromsteckdose ist eingebaut, Isolierung wurde weitergemacht und der Boden ist drin. Es war eine Menge Arbeit, das Ganze zu filmen und zu schneiden und umso besser, wenn du bis hierhin geguckt hast. Ja, weitere Videos folgen. Wenn du nichts verpassen möchtest, gerne abonnieren und Glocke hinzufügen und gerne natürlich auch Daumen hoch oder kommentieren. Bis dahin vielen Dank und bis zum nächsten Video. Thank you for coming to our show, and good night.